euch heute Abend Zeit genommen habt. William und ich wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen und sind froh, dass wir so viele von euch unsere Freunde nennen können. So vielen Dank. Und nun für William. Where is Lisa? Lisa. Oh, here she is, right here. She has so much courage, doesn't she? She's so courageous. So, there is no one anywhere in Deutschland who works harder than Lisa does. No one. In ganz Deutschland findet man niemand, der so hart arbeitet wie Lisa. For you. Das war für uns. For 3,500 years of history, In 35.000 Jahren von Geschichte mothers have been crying. Mothers. haben die Mütter geweint. They are crying for their children, Für ihre Kinder for their babies, und für ihre Säuglinge. and for their men. Auch für ihre Ehemänner. The mothers are helpless. Mütter sind hilflos. They have no control over what really happens. Sie können die Dinge nicht kontrollieren, die geschehen. Mothers in Israel cry. Mothers in Palestine cry. Mothers in Ukraine cry. All over the world, 3,500 years, mothers have had tears. Die Mütter in Israel weinen, die Mütter in Palästina weinen, die Mütter in der Ukraine weinen, die Mütter auf der ganzen Welt weinen und haben seit 35.000 Jahren 3.500. 35.000 or 300, okay, 3.500 Jahre, danke. That's how long we've been keeping track of things, 3,500 years. Also nicht 35.000 Jahre gibt es Geschichtsschreibung, sondern erst seit 3.500 Jahren. I was staying with a friend in Berlin maybe 10 years ago. Also vor ungefähr 10 Jahren war ich bei einem Freund in Berlin. And he was a Katholisch man. Er ist Katholik. And on the wall he had an icon of a mother holding a baby. Und an seiner Wand hing eine Ikone, die Darstellung einer Mutter mit ihrem Kind. And he was gone that day. An diesem Tag war er unterwegs. And I looked up at the icon. Ich habe mir dieses Heiligenbild angeschaut. And the mother had tears running down her face. Und ich sah, wie die Tränen im Gesicht der Mutter entlang liefen. And behind that mother was another mother Hinter dieser Mutter sah ich noch eine weitere Mutter, with a tear. auch mit Tränen im And Gesicht. another, and another, and another. And it went into infinity. It went forever. Und hinter jeder Mutter war eine weitere Mutter mit Tränen im Gesicht. Und das ging so bis in die Ewigkeit.
I knew what I was seeing was a miracle. I knew it. Ich wusste, dass ich soeben ein Wunder gesehen habe. But my concern is for you. It is for the German people. Aber ich trage Sorge für euch, für die deutschen Menschen. I come back to Germany because I don't want one German mother to be crying. Ich komme zurück nach Deutschland, denn mir geht es darum, dass nicht eine einzige deutsche Mutter weint. Your children, your grandchildren, your great-grandchildren, they are precious. Eure Kinder und eure Enkel und Urenkel sind kostbar. And tragedy and death can be avoided in advance. They can be avoided. Tragödien und Tod kann im Voraus verhütet werden. We have an intuition in us. We have a sense of what is coming. Wir haben eine Intuition und einen Sinn dafür, der uns sagt, was auf uns zukommt. But we say we are helpless. Und doch sagen wir, wir sind hilflos. And we are so small. Und wir sind ja klein And we are alone. und allein. We know what's coming. Wir wissen, was kommt. We cannot control anything. Aber wir können nichts beherrschen. That is not true. Das stimmt nicht. Every one of us in this room knows that if we keep going on the same path, Jeder von uns in diesem Raum weiß, dass wenn wir in derselben Art weitergehen, there will be tears in Germany. dass Deutschland weinen wird. You all know that. Jeder von euch weiß das. So I'm supposed to sit home Ich soll also zu Hause sitzen bleiben and let this happen to you? und euch dieses Leid geschehen lassen? No. Mache ich nicht. I have to be here with you. Ich muss bei euch sein. And who are your champions? Who is it that is your heroes, your champions? Wer sind denn eure Fürsprecher? Die für euch eintreten, eure Helden. Who is fighting for you Wer kämpft für euch? and for your children, Für eure Kinder auch. for your babies, Für die ganz Kleinen. and for the babies who aren't even born yet? Who's fighting for them? Und auch für die Kinder, die noch nicht einmal geboren worden sind. Wer kämpft für sie? One little old man. Dieser kleine alte Mann. We're old. Oh. It's not enough. Das genügt nicht. I will read you something. Ich lese euch etwas vor. Die Menschen, denen ich meine Kinder anvertraut habe, haben mich verraten. The people you elected to protect you Die Menschen, die ihr gewählt habt, damit sie euch beschützen and to protect your children und auch eure Kinder beschützen, have betrayed you. haben euch betrogen. They're not doing anything to protect you. Sie machen überhaupt nichts, um euch zu beschützen. They are protecting other people. Stattdessen beschützen sie andere Menschen. They're worried about London and New York. Sie machen sich Gedanken, wie es in London und in New York zugeht. They're worried about their own jobs after they serve. After. Ihnen geht es darum, was sie hinterher noch für Positionen einnehmen werden, nachdem sie ihr Amt hier niedergelegt haben. Nearly every one of them have made a deal, a contract for after their service. Praktisch jeder von ihnen hat schon einen Vertrag abgeschlossen
für die Zeit nach ihrer Amtszeit. New York and London will take care of them. New York und London wird sich um sie kümmern. They will have wealth and they will have power. Sie werden im Wohlstand sein und Macht haben. But what do you have? Und was habt ihr? Sorrow Leiden and tears. und Tränen. You cannot let this happen to you. Das dürft ihr nicht zulassen. These people said, give me your vote. Give me your vote. Diese Leute haben euch gesagt, wählt uns. Look at us. We are pacifists. Wir sind schließlich Pazifisten. We have holes in the knees of our pants. Und wir haben sogar Löcher in unseren Hosen, We are hippies. an den Knien, weil wir Hippies sind. We promise peace and prosperity. Wir haben euch Frieden und Wohlstand versprochen, Vote for us, wenn ihr für uns wählt. and the vote will be even. More and more years of Angela Merkel. Perfect. Und egal was ihr wählt, die Wahl fällt so aus, dass die Jahre von Angela Merkel einfach noch verlängert werden. You did vote for them. Ja, ihr habt schon für sie gewählt. How many would vote for them today? Und wer von euch würde heute noch mal einen von denen wählen? 16%? 16% vielleicht? 17%? Oder sogar 17%? Who is looking out after your family, your children? Wer von den Politikern kümmert sich denn um eure Familien, um eure Kinder? No one. Niemand. You have no champions. Ihr habt keine Fürsprecher. Oh, America will take care of us. Naja, die Amerikaner werden sich um uns kümmern. Anybody believe that? Glaubt das einer hier? No. It will never happen. Nee, es wird nie passieren. Because no American mother will cry over you. Denn die amerikanischen Mütter weigern sich für euch Tränen zu vergießen. Or your children. Oder für eure Kinder. So I must come back. Also muss ich zurückkommen. And I must be bold. Und mutig sein. And I must tell you that you have the responsibility for your own family, your own children. Und ich muss es euch sagen, dass ihr selbst die Verantwortung tragt. Für eure eigene Familie und für eure eigenen Kinder. These people who won the last election here in Germany, Die Leute, die die letzte Wahl in Deutschland gewonnen haben, they won nothing. haben gar nichts gewonnen. If Mickey Mouse had been running for chancellor, Wenn Mickey Mouse angetreten wäre zur Kanzlerwahl, he would have won. hätte Mickey Mouse gewonnen. No one wanted Arne Laschet. No one. Niemand wollte Laschet haben. You got what was left over. Ihr habt nur den bekommen, der übrig geblieben ist. And now you say, who is protecting us? Und jetzt steht er da und fragt, wer beschützt uns denn? Your chancellor says, but we have no choice in this matter. No choice. Euer jetziger Kanzler sagt, ja, wir haben da überhaupt keine Wahl in diesen Angelegenheiten. Which means you have no voice in what happens. That's what it means. Übersetzt heißt das, eure Stimme zählt nicht. And you know you have no voice. Und das wisst ihr auch. When your leader says, we have no choice, Wenn euer Führer sagt, ihr habt keine Wahlmöglichkeit, it means we have our orders from outside. heißt das übersetzt, wir bekommen unsere Befehle von außerhalb. We must obey our orders. Und wir müssen den Befehlen gehorchen. We don't care what you think. Und was ihr darüber denkt, ist uns egal. We're not interested in a national discussion.
Und an einer nationalen Diskussion haben wir kein Interesse. or a national debate, Oder dass es eine nationale Debatte gibt. or a national referendum. Oder dass ein Referendum gemacht wird. We have our orders. Weil wir unsere Befehle haben. How long can you continue providing the ammunition and the weapons to kill young Russian boys? How long can this continue? Wie lange schafft ihr es noch, fortzuführen, Waffen und Munition zu liefern, um junge Burschen zu töten? Not much longer. Es geht nicht mehr viel länger. There is a cost to what you do. Also das, was ihr hier macht, trägt seine Kosten. People in government should be acting in your name. Die Menschen, die an der Regierung sind, müssten in eurem Namen handeln. And that means protecting you. In eurem Namen handeln heißt, euch zu beschützen. You are the first priority. Ihr steht an erster Stelle, You have elected them weil ihr sie gewählt habt, to take care of your families. damit sie eure Familien beschützen. But listen to their words. Aber hört mal, was sie sagen. We must protect these people. Was sie sagen ist, wir müssen die anderen beschützen. We must care for these people. Und wir müssen noch für andere Leute uns kümmern. We must beg for forgiveness from these people. Und diese Leute müssen wir noch um Vergebung bitten. What about you? Und wie sieht es mit euch aus? What about what you care about? Wo bleibt denn das, worum es euch geht? What about your children? Und was ist mit euren Kindern? There's a vacuum. Ein Vakuum, eine Leere. You have no champion. Es gibt keinen Fürsprecher für euch. I listen to your president wherever he is in the world. Ich höre mir euren Bundespräsidenten an, überall auf der Welt. Please forgive us. Auf Knien bittet er um Vergebung. Please forgive us. Vergebt uns, Please forgive us. vergebt uns. I speak in the name of all Germans. Ich sage das im Namen aller Deutschen. We are bad people. Wir sind ganz böse Menschen. Please forgive us. Vergebt uns bitte. What have you done wrong? Was habt ihr denn Falsches gemacht? I'm serious. What have you done wrong? Also ich stelle die Frage ganz im Ernst, was habt ihr denn angestellt? He says, I speak in the name of the German people. Er sagt tatsächlich, im Namen des deutschen Volkes, sage ich. And you've done nothing wrong. Dabei habt ihr gar nichts angestellt. You're some of the nicest, friendliest, most open, generous people in the world. Ihr gehört zu den nettesten, freundlichsten, herzensgütigen, offenen Menschen in der Welt. Why do we have to pay money all the time to get people to acknowledge you? Why? Warum müssen wir die ganze Zeit Geld bezahlen, damit die Leute überhaupt bereit sind, euch anzuerkennen? 2 billion here and 2 billion there and 5 billion here. 2 Milliarden hier, 2 Milliarden dort und 5 Milliarden oder Billionen dort. And you've done nothing wrong. Dabei habt ihr gar nichts falsch gemacht. I sat at a restaurant the other night, Neulich abends im Restaurant sagte ich, and there were 5 young boys, about 18 years old, German boys, da waren 5 junge Männer, etwa 18 Jahre alt, and there were 2 young girls with them, und 2 junge Frauen. and they were laughing, Sie lachten miteinander and they had fun, und sie hatten Spaß. and not one of them ever thought that they could be in a uniform in 1 year. Not one of them. Nicht ein einziger von denen hatte je den Gedanken, dass sie in einem Jahr alle in einer Uniform stecken würden.
learning how to go into basic training and learning how to bayonet people with a bayonet. Not one of them. Nicht einem kommt der Gedanke, dass er in die Grundausbildung, oder wie heißt das, Grundausbildung beim Militär gehen muss und mit einem Bajonett jemanden aufspießen, üben muss. They were like living in a dreamland. Diese jungen Leute waren so, wie wenn sie im Traumland leben. But the whole nation is living in a dreamland. Und genauso geht es mit ganz Deutschland. Alle leben im Traumland. Head is buried in the sand. Ihr habt euren Kopf im Sand stecken. How many of you have ever heard of Custer's last stand? General Custer's last stand. Anyone ever heard of it? Hat jemand von euch von General Custers letzten Stand gehört? Have you ever read that in history? Ever heard about it? Habt ihr von diesem General was gehört im Geschichtsunterricht oder Bücher gelesen darüber? Yeah. The bravest, most heroic general and his men going out to conquer the Indians. Das war der tapferste und heldenhafteste General in den USA, der hinausgegangen ist, um die Indianer zu besiegen. And he was full of arrogance, full of pride. Ein arroganter, stolzer Kerl. He cared about himself, Ihm ging es nur um sich, not about the boys who were with him. nicht um die Soldaten, die mit ihm loszogen. All of a sudden, 10,000 Indians came and surrounded him. Auf einen Schlag waren 10.000 Indianer da, die ihn von allen Seiten umkreisten. And one of the boys, 18 years old, was so afraid Einer dieser Jungs, ein 18-Jähriger, hatte so viel Angst, that he took his blanket off the horse, dass er die Pferdedecke heruntergenommen hat, sat on the ground, sich auf den Boden gesetzt hat and covered his head with the blanket. und die Decke über seinen Kopf gezogen hat. Like a child. Und zwar wie ein Kind. If they can't see me, if I can't see them, they can't see me. Also wenn ich die nicht mehr sehe, dann können die mich auch nicht sehen. Das Deutschland, dieses heute. War and tragedy and mother's tears can be prevented. Krieg, Tragödie und die Tränen der Mütter kann man verhindern. Why should you be like other mothers in the world who say, oh my child is hurt, my child is dead, my child is kidnapped. Why? Warum sollte es euch so ergehen wie anderen Müttern in der Welt, die sagen und weinen, mein Kind wurde wehgetan, mein Kind wurde gekidnappt? Warum? They say, we were helpless, we were alone, we were so small. Sie sagen, wir waren hilflos, wir waren allein und wir waren ja schließlich so klein. That's not for you. Das ist nicht für euch. You need to stand on your own feet. Ihr müsst aufstehen und auf eure eigenen Füße stehen. Like Germans have always stood on their own feet. So wie die Deutschen immer auf eigenen Beinen gestanden sind. Without fear. Angstlos, furchtlos. And you need to protect your families. Ihr müsst eure Familien beschützen. And if the people who are in office today, Und wenn die Leute, die heute in Regierungsämtern sitzen, in every speech, in jeder von ihren Reden, they say we must protect London and New York. wieder mal sagen, wir müssen für London und New York Sorge tragen, We have no choice. es geht nicht anders. Then you should say to them, Dann solltet ihr Folgendes zu ihnen sagen. then you have no job. Dann raus mit euch, ihr habt keine Aufgabe mehr. But I know how you feel. Ich weiß aber, wie es euch geht, wie ihr I euch have fühlt. lived among you and with you for a long, long time now. Ich habe schon lange Zeit unter euch gelebt. I know what's in your heart.
Ich weiß, wie es euch im Herzen ist. Everything is so kompliziert. So kompliziert. Die Dinge sind so kompliziert, sagt er. From the day we were born, we were told a story, a big story. From the day we were born. Ja, schon am ersten Tag unseres Lebens wurde uns eine Riesengeschichte aufgetischt. It was in the school books. In den Schulbüchern stand sie auch drin. And it's in the history books. In den Geschichtsbüchern steht And sie. it's in the political realm, the political people. Und die Politiker und alle drumherum, die mit Politik zu tun haben, sagen es auch. Yeah, in the social world, that everything is all together. Im Gesellschaftsleben, überall ist alles miteinander verbunden. We are bad people. We do bad things, terrible things, horrible things. Und die Erzählung ist, wir sind böse Menschen, wir machen ganz schreckliche, grausame Dinge. So we have to mourn for others, Also müssen wir für andere Trauer tragen, but not for us. bloß nicht für uns. We have to give everything to others, Wir müssen alles den anderen geben. but not for us. Für uns bleibt nichts übrig. We have to pay 48% of all of our money. Wir müssen 48% unseres ganzen Geldes bezahlen, weggeben, To protect the big story. damit diese riesengroße Geschichte beschützt werden kann. And our president goes around begging people. Und unser Präsident geht umher oder reist durch die Welt und bettelt. To forgive you. Bettelt dafür, dass sie euch vergeben. He's perfect. Er ist ja vollkommen. You're the problem. Ihr seid die Quertreiber. Don't you have your head in the sand? Meint ihr nicht, dass ihr den Kopf im Sand stecken habt? Aren't you like the 18-year-old with General Custer? Seid ihr vielleicht wie der 18-Jährige bei General Custer, You put the blanket over your head. der die Pferdedecke über den Kopf geschlagen hat? I can't see them. Ich kann sie nicht sehen, They can't see me. also könnt ihr mich auch nicht sehen. But you're not 2 years old anymore. Aber ihr seid keine Zweijährigen mehr. You are strong, adult German men and women. Ihr seid starke, erwachsene deutsche Männer und Frauen. And you need to start acting like it. Und ihr müsst endlich anfangen, wieder so zu handeln. I was laying in bed maybe 4 weeks ago. 4 weeks ago. Vor 4 Wochen lag ich im Bett And my beautiful wife of 35 years was laying next to me. und meine schöne Frau, mit der ich 35 Jahre verheiratet bin, lag neben mir. And I sat up in bed and I was shocked. Und ich setze mich auf im Bett und bin schockiert. In my ears Im Ohr höre ich there were loud sirens. Sirenen, laute Sirenen. But they were German sirens. Aber es waren deutsche Sirenen. Very different than American sirens. Sie haben einen ganz anderen Ton als die amerikanischen Sirenen. What is coming is preventable. Das, was auf euch zurollt, kann man verhindern. And if your leaders refuse to care for you and your children, if they do, Und wenn eure Anführer sich weigern, sich für euch und eure Kinder einzusetzen, then you have a responsibility dann ist es eure Verantwortung, to go to leaders, to the responsible people at every level, zu den Verantwortlichen auf jeder Verwaltungsebene zu gehen and say these words: und Folgendes zu sagen. I have no confidence in my leaders. Ich habe kein Vertrauen und keine Zuversicht mehr in meine Anführer. I want the Bundestag and the Bundesrat to vote for no confidence in my leaders. Also ich möchte, dass der Bundesrat und der Bundestag wählt, dass das Misstrauensvotum ergeben wurde. I want leaders who love my children Ich möchte Anführer, die meine Kinder lieben and who will give their lives up for my children.
die sogar ihr Leben geben werden für meine Kinder. And I want leaders who respect me Ich möchte Anführer haben, die mich respektieren and will listen to me und die auf mich hören and find out what my concerns are. What are my worries? What are my needs? die herausfinden wollen, welche Anliegen ich habe, welche Sorgen ich habe und welche Bedürfnisse ich habe. Your leaders today, if they were here behind me, Wenn eure Anführer heute hinter mir stünden, they would say, but you people don't understand. würden sie sagen, naja, ihr lieben Leute, ihr versteht das eben nicht. I am afraid of New York and London, Ich habe schließlich Angst vor New York und London. but I'm not afraid of you Aber vor euch habe ich keine Angst. because you are obedient. Ihr seid ja gehorsam. You don't ask any questions. Ihr stellt ja keine Fragen. You are afraid of your own shadow. Shadow, okay. Ihr habt selber Angst. Ihr habt noch Angst vor eurem eigenen Schatten. I'm afraid of them, but I'm not afraid of you. Vor denen habe ich Angst. Vor euch habe ich keine Angst. You need to show them Ihr müsst es ihnen zeigen. that you are the ones who are important in Deutschland. Ihr müsst ihnen klar machen, dass ihr diejenigen seid, die wichtig sind in Deutschland. You Are Deutschland. Weil ihr seid Deutschland. There is no Deutschland without you. Ohne euch gibt es kein Deutschland. And no one in New York or London cares whether you live or die. Und niemand in New York oder London kümmert sich darum, ob ihr lebt oder sterbt. and they don't care for your children at all. Und um eure Kinder kümmern sie sich überhaupt nicht. So Why do your leaders act like they do? Warum handeln eure Führer so, wie sie es handeln, wie sie es tun? because they They are repeating what New York and London thinks about you. Sie wiederholen nur die Worte, die New York und London über euch denken. They don't love your children. Sie lieben eure Kinder nicht, your leaders. eure Führer. And they don't respect you. Und euch respektieren sie nicht. And they already have jobs ready, waiting for them. Und sie haben bereits ihre neuen Ämter in der Tasche. They've already made arrangements for their future. Es wurde schon alles arrangiert, was in der Zukunft auf sie wartet. But what about your future? Ja, und wie sieht es mit eurer Zukunft aus? That's all I care about is your future. Sie kümmern sich nicht um eure Zukunft. But you must also care. Ihr müsst euch sie kümmern sich um ihre Zukunft und ihr müsst euch auch um eure kümmern. She's wonderful, isn't she? And if for some reason Und wenn aus irgendeinem Grund you have been raised in a world that is so upside down, ihr erzogen wurdet in einer Welt, die auf dem Kopf steht, that you don't really care about yourself, dass ihr gar nicht mehr wirklich Sorge tragt für euch selbst. You believe all the story, all the propaganda. Und ihr wirklich all diese Geschichten und die Propaganda geschluckt habt. so you don't think you're worthy of anything. Und denkt, ihr seid überhaupt nichts wert. Euch stünde nichts zu. Then you must at At least least stand up for your children. Und wenn dem so ist, dann müsst ihr wenigstens für eure Kinder eintreten. But if you don't even want to stand up for your children Aber was, wenn ihr nicht mal für eure Kinder eintreten wollt? because you're timid Weil ihr schüchtern seid, and you're afraid, weil euch die Knie schlottern und ihr Angst habt. then by God, at least stand up for the German babies who aren't even born yet. At least do that. Dann steht doch bei Gott mindestens auf für die deutschen Babys, die noch nicht einmal geboren sind. Take care of at least them. Kümmert euch mindestens um diese Kinder. Give them a new world to come into, Gebt ihnen eine neue Welt, in die sie eintreten where können. they can stand tall. all Wo sie groß
sich aufrichten können and say, I am a German. und sagen können, ich bin ein Deutscher I am Proud to be a German. und ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. I am the luckiest person on earth. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. And if it's not for you, Und wenn das nicht für dich passt, Then create the world that is for them. dann bitte schafft die Welt, die für diese Kinder passend ist. they may not ever know your name, Vielleicht kennen sie im Leben nie euren Namen, but they will know that someone was a hero, someone was a champion, aber sie werden wissen, dass jemand ein Held war, dass jemand ihr Fürsprecher war, and that someone sacrificed dass jemand sich geopfert hat For their freedom, für ihre Freiheit, for their life. für ihr Leben. let that be you. Sorgt dafür, dass ihr es seid. The ones you voted for to bring you peace and prosperity, Diejenigen, für die ihr gewählt habt oder die ihr gewählt habt, damit sie euch Frieden und Wohlstand bescheren and to make the parks and the public places safe again, und die dafür sorgen, dass die Parks und die öffentlichen Plätze wieder sicher sind, now are risking for you War, not peace, also sie gehen das Risiko in eurem Namen ein, einen Krieg anzuzetteln depression, not prosperity, und eine Depression, Geldentwertung, keinen Wohlstand. and the parks and the public areas are less safe today than they were a year ago. Und die Parks und die öffentlichen Plätze sind jetzt noch weniger sicher als vor einem Jahr noch. You heard me say 3 years ago Vor 3 Jahren habt ihr gehört, wie ich sagte, there would be inflation, es wird Inflation there geben, would be increased immigration, es würde vermehrte Einwanderung geben, but not from the normal direction. aber nicht aus normalen Richtungen. but from a new direction. Ich sagte, es kommt aus einer neuen Richtung. Then Another new direction. Und dann kommt es nochmal aus einer anderen Richtung. You heard me say there would be too much control. Ihr hörtet auch, wie ich sagte, es wird zu viel Kontrolle geben. You are you have the best minds in the world. Ihr habt den besten Verstand in der Welt. You are upright people, strong people. Ihr seid aufrechte Menschen, ihr seid starke Menschen. You have no need to be controlled like children. Es bestand kein Grund, euch so zu kontrollieren, wie wenn ihr Kinder seid. You heard me say last November when I was here, a year ago, November when I was here. You heard me say, Was Dezember, I think. oh, you just said, Letztes Jahr im Dezember habt ihr gehört, was ich sagte, als ich hier bei euch war. I said in February there's going to be a big event. Bam! Ich sagte, im Februar wird es ein großes Boing geben. And no one will know about it. Und niemand wird das vorher wissen. Bam! Did it happen? Ist es geschehen? Did it happen in February? Ist das im Februar geschehen? Well, guess what? Ratet mal. here we go again. Und schon wieder geht's los. What are the sirens all about? Worüber höre ich Sirenen gehen? February again. Im Februar geht's wieder los. This time you're not going to avoid it. Und diesmal könnt ihr es nicht verhindern. Oh, it's somewhere else. Nö, das passiert woanders. We'll load the trains with tanks. Bye bye, tanks. Wir packen einfach die Panzer auf die Züge und sagen Tschüss zu unseren Panzern. Won't happen this time. Diesmal klappt es nicht. You're playing with fire. Ihr spielt mit dem Feuer. And unless you find leaders who love you, Und wenn ihr keine Führer findet, die euch lieben, You're going to get burned. werdet ihr verbrannt. and
And I am here to make sure that not one German mother has to cry. Und ich bin hier, um sicherzustellen, dass nicht eine deutsche Mutter weinen muss. You must stand on your own feet. Ihr müsst wirklich auf eure eigenen Beine stehen. Don't expect anyone to do this for you. Erwartet von niemandem, dass er das für euch tun würde. I can once again go from city to city to city to city. I can do it. Ja, ich mach's nochmal. Ich fahre von Stadt zu Stadt zu Stadt. Das schaffe ich. That won't change it. Doch es wird nichts ändern. It's only when You demand something new. Erst dann, wenn ihr etwas Neues fordert. And what are you looking for? Und wonach haltet ihr Ausschau? A dictator? Wollt ihr einen Diktator? Someone like Donald Trump? Wollt ihr so jemanden wie Donald Trump? What are you looking for? Nach wem haltet ihr Ausschau? You're looking for someone who will love you and your family and respect you. Ihr schaut nach jemandem, der euch liebt, eure Familie liebt und der euch respektiert. End of story. Mehr braucht's nicht. And you have a right to that. Und darauf habt ihr ein Recht. You have done nothing wrong. Ihr habt nichts verkehrt gemacht. You live in a huge story. Ihr lebt in einer riesengroßen Geschichtsblase. die Liebe in Der Einheit miteinander hat die Macht für die Wandel. Verstehen Sie? Habt ihr das verstanden? Liebe, nicht Gewalt. Liebe ist die einzige Antwort. Es ist mir eine große Ehre And for Lisa, und Lisa auch eine große Ehre, that you would come out of your homes dass ihr euer Zuhause verlassen habt, to listen to us. um uns zuzuhören. We will fight for you. Wir kämpfen für euch. Remember, As long as there's one heartbeat left, one heartbeat, Denkt daran, solange noch ein Herzschlag bei mir vorhanden ist, as long as there's one breath left, solange ich noch einen Atemzug tue, you have hope. gibt es Hoffnung für euch. Thank you for coming. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. William lässt euch ausrichten. Im Anschluss daran können die ihre Anstecknadeln bekommen haben, Fotos machen mit Lisa und William und Bücher werden signiert. Hey, I forgot something. Ich habe noch was vergessen. I thought I was finished. Ich dachte, ich hätte es bereits. Where are we going to get this new courage? Where? Where does it come from? Wo kriegen wir diesen Mut her? You want me to get down and do some push-ups for you? Soll ich etwa wieder Liegestütze machen? That won't help you. Meine Liegestütze nützen euch nichts. The only thing that will help you, Das Einzige, was euch hilft, the power die Macht, to ask for new leaders, neue Führer zu beanspruchen. The power to protect your children from harm. Die Macht, eure Kinder vom Unheil zu beschützen. the power To bring your nation into freedom. Die Macht, die eure Nation in die Freiheit führen wird, It all comes from God. kommt alle von Gott. It doesn't come from William. Sie kommt nicht von William. It doesn't come from Baerbock.
Und schon gar nicht von der Baerbock. It comes from God. Die Macht kommt von Gott. Now, einen Moment mehr. One more moment. Hört noch zu. if your heart has been prepared for what I'm about to read, if your heart is ready, Also wenn euer Herz bereit ist, then repeat these words after me. das zu hören, was ich jetzt sage, dann sprecht mir nach, was ich euch vorlese. If your heart is not ready, Wenn dein Herz nicht bereit ist, sit quietly and silently dann bleib still und schweige. for Still sitzen. one more minute. Nur noch eine Minute. If you repeat these words, Wenn du diese Worte nachsprichst, your life will change. wird sich dein Leben verändern. It's serious business. Es ist eine ernste Sache. The good thing is, Das Gute daran ist, You will be closer to God, ihr werdet enger mit Gott zu sein. and you will live forever. Und ihr werdet auf ewig leben. That's His promise. But Aber you can no longer hide under the blanket. ihr könnt euch dann nicht mehr unter der Pferdedecke verstecken. I will repeat them. Those whose Hearts are fully prepared will repeat them. Also ich lese die Worte vor und diejenigen, deren Herz voll und ganz bereit ist, werden sie nachsprechen. these are not words you whisper. Das sind keine Wörter, die ihr flüstert. Speak them out loud. Sprecht sie laut aus. Himmlischer Vater, When I use the word, Sünder, Wenn ich das Wort Sünder in den Mund nehme, here's what it means. will ich euch sagen, was es bedeutet. I am not strong enough on my own. Ich bin nicht stark genug aus eigener Kraft. I need help. Ich brauche Hilfe. That's all it means. Das bedeutet Sünder. Nicht mehr. We continue. Weiter. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herrn, Ich nehme dich als meinen Herrn, meinen Erlöser und als meinen Freund an. als meinen Erlöser und als meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben Bitte komm in mein Leben und hilf mir, und hilf mir, nach deinem Willen zu leben. nach deinem Willen zu leben. Als das bete ich in Jesu Namen. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Now we've got. Jetzt haben wir es.